Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Sandrock. Wir sind bei Ernest, weil wir haben Möbel hergestellt und die geben wir ihm einfach I mal. am absolutely amazed at your craftsmanship. This set is good enough to put my pa's furniture to shame. I don't know what to say. Danke. I guess now that the furniture has been taken care of, we can get the housewarming party started. Wie meinst du das? Being new to Sandrock, it might be my best interest to make some new friends. And of course, treat my existing friends to a good night of fun. Das hört How sich gut about an. it? You wanna come? Klar. Out of all the builders I've talked with, you definitely take the cake for being the hardest working. Oh well, we can talk about the party next time then. Ich wollte Party machen, ich habe nur aufs Falsche geklickt. I don't know if I'll ever get used to how dry it is here. How do you people deal with this? Party! I don't know if I'll ever get... Okay, Take it easy. Party ist erstmal verschoben. Schade. Ja, Missklick, ne? Also ich wäre natürlich für eine ganze Partynacht bereit gewesen, auch wenn ich gerade sehr viel zu tun habe, aber mein Gott, ne? Ich meine, ne? Ich meine, kann ich schlechtes sagen hier, ich komme nicht zum Party machen. So, ja, Moment, ich muss da irgendwie hoch. Geht's hier durch? Ja, hier komme ich durch, aber wir müssen wieder hoch zur Kirche. Das ist doch bestimmt die Kirche. Achso, ja, ich habe ja auch das Bild samt der Rahmen fertig, was wir für die Kirche hergestellt haben. Natürlich muss ich hoch zur Kirche, weil, ja, wir haben da ja was für die Jahre, also für Miguel. Good work, Builder. I knew the church could rely on you. Natürlich. I do appreciate the effort, make no mistake, but were I minister, we would not have spent our scant resources on such a project. Ja, But I am not. du scheinst aber fürs Pastorenamt geeignet zu sein. Thank you, Builder. I'm glad you see my vision of the light. Da bin ich mir nicht so sicher, Snape, We aber... both studied in Mayday. We've known each other for a long time. She's always been bright-eyed and idealistic, seeing the good in everyone. The ministry adores students such as her. Ist du etwa die dunkle Seite der Kirche? I, on the other hand, have held tightly to the texts and the studies into the age of corruption. We need to learn well from the demise of the old world. When I was sent to Sandrock, the temple was just another building. The citizens paid no real heed to the teachings and had lost their way. They watched my servants skeptically, unaware they were repeating the sins of their forefathers. Okay. Others believe they are devout, but I can see the corruption inside them. They always did everything the way they wanted, not the right way. Aber wer sagt denn, dass du den richtigen Weg kennst? Do they not see by flaunting the rules left and right, we're blindly stumbling into another Armageddon? I tried to warn them, to open their eyes. Ich glaube, die Leute hier meinen es The wirklich matter of gut. the heart and the soul oft stand opposed. Those with the best intentions can inflict the most damage. The age of corruption was full of well-intentioned people with no sight of the light. Let us place this work upon the temple walls. Okay. Hauen wir dran, machen wir da, dass es ordentlich befestigt ist. Spectacular piece of art. Was schön. If only its purpose were not so incompatible with my beliefs. To cover up the day of calamity. Are we to forget our history? Sandrock has its problems, but is not the most core of our beliefs to never forget the day of calamity? Ja, das sollte man nicht vergessen. Nevertheless, these decisions are not mine to make anymore. I was here for a short while before Mady sent Matilda. As soon as she arrived, we received word that she would be taking the role of minister. I presume war's her vorher. interpretation of the light scripture was more fitting for the people of this town. I'm not one to question the church's orders, so I graciously accepted my subservient role. Ich denke, sie ist eine gute As to Pastorin. the citizens here, evidently. I worry the minister is too lenient with the citizens of this town. She seems to believe the people here want to follow the light, but only a select few profess and show their belief in an appropriately fundamental manner. Wie auch immer, die Dinge sind aus einem bestimmten Grund, wie sie sind. Und ich muss es akzeptieren. Anyway, thank you, Builder. I appreciate your dedication. Every act you perform for our city helps to spread Telesis in these lands and beyond. Ja, ein bisschen Beziehung, ein bisschen Ruf, ist doch eine gute Sache. Wenn wir gerade schon da sind, Miguel, was geht heute so ab bei dir? Builder, be careful when you're roaming around in the wilderness.
We're not as peaceful here as the Wie in anderen Stadtstaaten, hier sind Banditen. Ja, ich bin ein Bandit. Was? Nein, natürlich bin ich kein Bandit. Aber, ne, ich meine, wenn so ein Bandit kommt. So, hier läuft auch schon wieder wer rum, der was will, und zwar Anshur. Hey, I wanted to commission some homemade paint, but your boss said it was too small of a task to put on the board. Then he said some kind of greedy stuff. Do you think you could help me out? Das beschreibt ihn ziemlich gut und hat dann auch so ein bisschen irgendwas Gieriges gesagt. Cool. Klar, können wir uns drum kümmern. Actually, I was thinking we could enjoy the paint together. I'm taking the day off to paint my walls 3 days from now. Do you want to bring over the paint then so we can paint then? Ja, klar. That's great news. We're going to have a really good time. See you then. Don't forget the paint. That's the most important part of painting. Ja, ist korrekt. Habe ich erstmal Farbe gelernt. Ich renoviere tatsächlich auch so im echten Leben gerne. Mir macht das ja Spaß. Gibt zwar immer so den Moment, wo man sich denkt, oh, was zur Hölle habe ich mir... eine Schatztruhe. Was zur Hölle habe ich mir vorgenommen? Warum, ne? Ist es jetzt nicht... Diamant. Wann endet es so nach dem Motto? Aber grundsätzlich... So, wo gehen wir jetzt hin? Da drüben ist einer und da ist einer. Ach komm. Hüpfen wir hier runter. Wo man sich denkt, oh nö, bin ich noch nicht fertig damit. Aber das gehört halt nun mal dazu, wenn man renoviert. Das muss quasi so sein. Moment, hier drin will gar niemand was von mir, oder? Oder doch? Muss ich hier hoch? Ne, hier ist... Warte, wir machen mal die Map auf. Nö. Bin wieder raus. War nett mit dir. Arrivederci. Oh, hier war doch. Muss da hoch. Ah, hier in diesem Haus. Ah, im Blue Moon Saloon. Wo denn auch sonst? Wahrscheinlich brauchen wir wieder eine Essenslieferung. Aber für Grace. Grace. Got that backpack for me? Hey, nice. Looks good. If the design works, the food will not only last for hours, but also arrive at its destination looking like it's fresh out of the kitchen. Oh, You yeah. know, the more I study old world technology, the more I realize that most of their advancements came from pure laziness. These takeout boxes, for example. It's just because they were too lazy to leave their house or cook. True story. Certainly, if necessity is the mother of all invention, laziness is the father. Or uncle. Daughter? Because necessity comes first? Cousin? Well, anyway, thanks for your help. I'll give this to Danby. They said she was more than eager to do the deliveries, and I'll be there to give her a hand when she's busy. Ja, super. Aber pass bitte auf dich auf. Draußen ist gefährlich. Das hat mir Miguel eben auch Oh, gesagt. don't worry about it. If I'm in danger, I'll just call out. I'm sure the Civil Corps will come running. We arrive in 10 minutes or less, or your next rescue's free. That's the Justice Guarantee. See you later. War gut. Gute Justice-Garantie. A lot of people are saying Sandrock is going downhill, but for migrants like me, the cost of living makes it a pretty attractive place. Okay. Du, ich habe eben einen Diamanten gefunden. Willst du den haben? Thanks. Bitteschön. Du hast dir offensichtlich Gedanken darüber gemacht. Danke. Ja, habe ich auch. Habe gedacht, na, hübsche Frau, hübscher Diamant, passt zusammen. Sehr viele Gedanken. Bling Bling mögen die meisten doch immer. Sind wir mal ehrlich. Da fällt mir ein, Jasmine. Ich wollte euch Jungs mein Essensgeld geben, aber ich habe lieber ein Mittagessen als eine Brücke. Ja, das musst du auch nicht machen. Meine Mama arbeitet weit weg, aber das ist okay. Oma Vivi und Tante Heidi passen gut auf mich auf, während Mama weg ist. Ich muss schnell groß werden, damit ich meiner Mama helfen kann. Guck mal, ich finde es zwar ultra lieb von dir, dass du mir deinen Teddybär schenkst, aber ich schenke ihn dir jetzt einfach mal zurück. Wo ist dein Teddybär? Habe ich ihn einsortiert? Ich schenke dir doch keinen Teddybär. Weil ich könnte dir so eine Amira-Puppe schenken. Gucken wir mal, was sie zu so einer Amira-Puppe sagt. Wow, what a gift! Wow, diese Puppe sieht so echt aus. Danke. Bitteschön.
Justice. Ich hab Now dann... that's what I call a deputy hat. You can really feel the authority flowing out of it. And you know what? I think with such fine handiwork, you might have just improved your chances of becoming our next deputy. The ceremony is tomorrow in Myrtle Square at 9 a.m. sharp. Don't be late. Okay, morgen früh müssen wir um 9 Uhr hier sein. Aber warum heißt es Abgeordnete? Das Deputy ist doch eigentlich Hilfs-Sheriff. Also so, ne? Weiß nicht, ob Abgeordnete so der richtige deutsche Übersetzte. Also, ne, würde ich jetzt eher in so einem Parlament so einen Abgeordneten sehen. Grace, are you poking around the breach again? Just going for a walk. Don't tell me that's against the law now. No, only walking that's against the law is jaywalking. But, hey, point is, don't even think about going in there. We can't let Sivs through without the proper training. I hate to be dramatic, but what's worth more to you? Your papers or your life? Ja. I know that's meant to be rhetorical, but probably my dissertation. When is the breach going to be reopened to the public? I would like to look for more relics at some point. It'll open when it's open, which is to say, when it's been reclassified as an abandoned ruins. And don't even think about trying to sneak in there. I wouldn't want to, but I do have the right to detain you if you're proven to be a danger to yourself. What's the basis for all these wild accusations? I walk down this way all the time. This imagined notion of me even thinking of sneaking into the breach is just that. Something you've just made up in your head. I also have to notice that the breach has been this way for quite some time. Normally, I would have expected you, core type, to have this handled already. Sir, if I may ask, is the stress getting to you? Hey, come on, give us a break. We've been up to our eyeballs in Gigglers. Plus, there's Logan. Yeah, it is getting to be a little rough out here, as a matter of fact. Glad somebody noticed. Aw, poor Justice. Why don't you just take a day off? What you need is some rest. Then you'll have your edge back. I mean, at the very least. Surely you don't need to literally stand here in front of the breach. We all know not to go in. Yeah, maybe I could just head back to the office, pour a big old glass of yak milk, kick up my heels, and... Hey, wait a sec. Dang, how come every time I talk to you I end up with a headache? Look, Grace, I'm not kidding around. I take the safety of everybody in this town seriously. If something happened to you down there, I'd never forgive myself. Talk to me again when your fighting chops are up to snuff. Like, say, Builders here. Right. How about this then? If I were to commission the builder to enter the ruins on my behalf, you'd have no objections to that, would you, Sheriff? Yeah? Well, I suppose if the builder agrees to it, sure. Why not? All depends on a little thing called consent. Well, the two of you figure something out. Just don't go into the breach by yourself, all right? Also ich darf in die Ruinen tauchen, wenn Consent... I gotta Okay. keep patrolling. But I'm gonna have my eye on you. Maybe just adjust your stroll path to be a little less hair-raising, all right? Y'all are gonna be the death of me. Well, you heard the man. Looks like I don't need to sneak into the breach if I can recruit your help. The things I need are relatively simple. But I think I'd feel better if someone with an eye more discerning than that of a soldier's went in to look. So? Na klar. All right. Catch me on one of my walks if you change your mind. Hä? Hab ich nicht gesagt, ja? Komm auf, wir gehen rein. Shall we respect the good sheriff's wishes and collaborate? Na klar, ich helfe Great. gerne. A bit of context. I'm an archaeology student in Atara, saving up to finish my degree. When I have time, I try to do field work that I hope will be beneficial for when I go back. You've been to the breach, right? Did you manage to pick up on what that place used to be? You know, back in the old world? Toilettenschüsselfabrik, Bürogebäude oder Universität? Ich nehme an, eher ein Bürogebäude. Ah, yes. That soul-crushing monotony that saps your life energy to the point where you can't break out of doing exactly the same thing every single day for years while you make money for someone else. Can you believe people used to do that? Yep. When it was open, the breach was a great place to look for archaeological finds and, right, you know the story.
One of my main focuses is old world audiovisual media. From salvaged memos and effects, I've discovered a concept discussed among old world drones known as huke. I've surmised this term to mean listening to music at work. Ja. So next time you're in the breach, just be on the lookout for old world music related media. Anything that seems vaguely relevant. Discs, posters. Also, I need some small chips from down there too. For reasons. Okay. Thanks again for agreeing to do this. I guess with you in the picture, everyone's lives are being made a little easier. Come find me when you've got some old world music stuff. And don't forget those small chips either, please. Habe ich die unter Umständen schon einstecken? A lot of people are saying Sandrock is going downhill. Nö, So scheinbar long, nicht. partner. Ich denke mal, da muss ich wirklich direkt nochmal reinhüpfen. Weiß ich jetzt aber nicht, ob wir das heute machen sollten. Wir haben ja noch ein paar Aufgaben. Wir müssen nämlich noch unsere Tierschuhe herstellen. Und mit etwas Glück sind auch unsere Rohre fertig, so dass wir upgraden können. Unsere Öfen, dann können wir nämlich Eisen brennen. Das wäre vielleicht auch eine feine Sache. Wenn wir das Material überhaupt haben, was wir brauchen, um Eisen zu brennen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir das schon haben. Ich meine, wir haben ja schließlich ein bisschen was abgebaut. Abgeräumt. So, aber interessant, dass da können wir vielleicht auch so ein paar Geschenkideen für Grace noch. Das Tagebuch. Weiß ich nicht, ob das relevant ist. Ob man sowas gut schenken kann. So, kann ich jetzt hier upgraden? Ja. Ja. Bam! Upgrade! Fancy Ofen hier. Stahlstangen! Brauchen wir Graphit für und Eisenerz. Wir haben nicht viel davon. Würde ich jetzt einfach mal in den Body schmeißen, dass wir das auf jeden Fall schon haben. Die Frage ist, wo kriegen wir das Zeug denn her? Verlassene Ruinen der Gecko-Station, Laden der Eufauler Salvage und Steinbruch, verlassene Ruinen der Gecko-Station. Wo ist die Gecko-Station? Hier sind die verlassenen Ruinen, die wir schon haben. Orte zum Fischen. Ist das die Gecko-Station gewesen hier hinten? Das die? Aktiver Bereich von maskierter Unhold. Ich meine, ne, wir könnten ja uns mal so einen Orchideenmixer kaufen, so einen Anti-Gift-Trank. Dann würden wir unter Umständen weiterkommen, aber ne, ich weiß jetzt nicht, ob es das unbedingt so braucht. Moment, wo mache ich denn die Schuhe? Muss ich die nähen? Ja. Captains Schuhe. Moment. Nachfüllen. Ist ganz wichtig. Nicht, dass der noch rausläuft. So, Kupferschrauben haben wir einige. Moment, habe ich... Ah ne, die Eisenbarren fehlen. Die Eisenbarren fehlen noch. Ich weiß jetzt aber auch nicht, die Gecko-Station, wo zur Hölle das ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir ordentlich an Weizen sammeln, aber das bisschen, was wir haben, sind 180 Weizen gewesen. Da können wir schon mal was Neues einpflanzen. Aber da brauchen wir erst Stroh für, um wieder ein paar Strohkreuze machen zu können, sonst geht es ja gar nicht. Ein bisschen Stroh, das macht froh, dann pflanzen wir wieder Weizen ein, Weizen ein. Guten Weizenäumel. Die Gecko-Station. Ach komm, nehmen wir das 50 Stroh, nehmen wir mit, dankeschön. Nehmen wir auch nochmal direkt ein bisschen hier. Weil ne, ich kann es ja zwar selber herstellen, aber irgendwie gefühlt, ich stelle nicht so viel her. An Dünger, ne, weil mir einfach, ich habe keine Tiere, das heißt mir fehlt die Kacke. Sind wir mal ganz realistisch. Ein gratis. Eine Staubhexe. Oder Wüstenhexe. Wie hat mir gesagt? Komm schon. Gratis Loot. Geil. Pflanzenfaser. Gut, ab in Landwirtschaftsmodus. Und dann kloppen wir hier die Dinger wieder rein. Bam. Bam. Das Problem ist mal wieder Wasser. Also ne, wassertechnisch sieht es halt wieder schlecht aus, aber das Schöne ist, dass das Wasser ja auf dem Boden bleibt.
Ist ja nicht so, hab gerade gedacht, oh fuck, ich muss ja wieder gießen. Muss ich ja aber gar nicht. Es ist ja alles noch da an Wasser. Wenn wir den Boden einmal befeuchtet haben, dann bleibt es ja schön da an Ort und Stelle. Ach ja, schöne Sache. Na, hier ist der Boden schon trocken. Gut, aber braucht genauso lang. Weiß jetzt nicht, ob wir da mehr rausbekommen oder... So, dann können wir hier nochmal wegdüngen. Hier vorne war nämlich kein Dünger mehr, glaube ich, genau. Mal hier auch nochmal draufwässern. Da geht ja noch was. Hier können wir auch beides nochmal reintun. Ich glaube, der Dünger hat ja auch nur geholfen, dass mehr hergestellt wird. Glaube ich. Vielleicht habe ich es auch falsch im Kopf, aber ich meine, das wäre der Grund, warum wir düngen. So, aber genug gedüngt für heute. Dementsprechend sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer in die Kommentare. Übermorgen 18 Uhr geht's weiter. Bleib gesund, hau rein und bye bye.